Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Thema heute: 3 Messer für den Rest meines Lebens. Das ist eine Videoantwort an Nico vom Kanal Der Rutschmann. Und zu Nico möchte ich kurz was sagen. Ich verfolge ihn schon relativ lange. Gleich zu Beginn ist mir sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn aufgefallen. Das hat mir sehr imponiert. Ansonsten ist Nico eloquent, da sitzt wirklich jeder Satz. Er hat Moderationstalent. Somit hat er die Zeichen der Zeit erkannt, nutzt sein großes Potenzial. Ja, schaut einfach mal bei Nico vorbei, dann wisst ihr auch, was ich meine. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Absolute Kanalempfehlung. Jetzt aber zurück zum Thema. 3 Messer für den Rest meines Lebens. Um auf ein Resultat zu kommen, habe ich im Wesentlichen 4 Phasen abgearbeitet oder im Schnelldurchgang durchlebt. Phase 1 war das Verhandeln. Die Vorgabe 3 Messer ist schon sehr hart. 5 Messer oder 10 Messer wäre wirklich viel, viel leichter gewesen, aber das war eben die Herausforderung. Dann noch die Eingrenzung benutzen. Man darf nur noch 3 Messer benutzen. Das heißt, ich kann bei meiner Freundin nicht einfach in die Küche gehen und mit ihren Messern irgendwas schneiden, sondern muss dort auch eines meiner 3 Messer benutzen. Also keine einfache Sache. Phase 2 war unter anderem deswegen die Verzweiflung. Es geht um eine Vielzahl an Messern, die mir größtenteils am Herzen liegen, die viel mit mir durchmachten, die mir eine große Hilfe waren. Es geht um besondere Messer, um seltene Stücke, um Messer mit hohem ideellem Wert. Und bis auf 3 Messer wäre das dann alles Geschichte. Objektiv betrachtet sind Messer zwar nur Gegenstände, Werkzeuge, etwas Materielles, aber es gibt hier den Faktor Emotion und ja, da kann einem diese Limitierung durchaus zur Verzweiflung bringen. Die dritte Phase ist Akzeptanz. Das war in diesem Fall leichter, als wenn man die Thematik 3 Messer für den Rest meines Lebens auch real umsetzen müsste. Da gibt es einfach einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich gehe also davon aus, eine Situation akzeptiert zu haben, die ich mir in der Realität nicht vorstellen möchte und eigentlich auch nicht vorstellen kann. Das ist fast schon paradox und das bringt mich direkt zur 4. Phase, Pragmatismus. Substantiv maskulin, der Pragmatismus, den Menschen ausschließlich als handelndes Wesen verstehende philosophische Lehre, die das Handeln über die Vernunft stellt und die Wahrheit und Gültigkeit von Ideen und Theorien alleine nach ihrem Erfolg bemisst. Von vornherein fallen alle Messer raus, die nicht 42a-konform sind, das ist mir persönlich sehr wichtig. Es fallen Messer raus, die nicht in der Rotation sind. Es fallen Sammlermesser raus oder andere besondere Stücke. Auch Messer, die zu groß sind. Oder Messer, die eben zu klein sind. Und leider fallen hier auch Messer raus, die für mich einen hohen emotionalen Wert haben. Dann gehe ich direkt zu meinen derzeitigen Tragegewohnheiten über, denn da muss ich leider definitiv umstrukturieren. Eigentlich habe ich immer mindestens 3 Messer dabei, manchmal sind es auch 4. Das wäre auf jeden Fall immer ein Neckknife, hier mal exemplarisch 5 Stück. Dann diese kleinen Messer, entweder für den Schlüsselring oder die Uhrentasche der Jeans. Ja, mein Signature Light oder hier das Mini-Champ, Leatherman, Micra und Squirt PS4. Hier ist so ein Mini-Champ-Klon, der ist eigentlich auch ganz gut, von Richards. Ja, dann hier noch so ein kleines Tool mit einem Korkenzieher. Gefällt mir auch sehr gut. Und was auch sehr häufig dabei ist, ist ein ganz normales Klappmesser. Ja, überwiegend sind das dann bei mir Slip Joints, die reichen mir eigentlich. Also ich brauche keine verriegelnden Messer, das funktioniert bei mir auch ganz gut ohne. Ausnahme ist hier ein Backlog und das hier ist so ähnlich wie bei einem Opinel mit dieser Virole da oben. Und in letzter Zeit hat sich auch immer mehr ergeben, dass ich sehr gerne Multitools bei mir habe. Angefangen hat es hiermit, mit dem Leatherman PST. Ja, das ist jetzt das aus meiner Outdoor Pouch. Ich habe mir aber noch ein Leatherman PST modifiziert, mit Säure geätzt und dann ein Stonewashed Finish. Und ja, es ist mir wirklich auch ans Herz gewachsen. Also ich trage das in dieser Ledertasche am Gürtel und es ist klein, es ist kompakt, es wiegt nicht viel. Also ja, wirklich sehr häufig dabei in letzter Zeit. Ja, was sich dann jetzt hier ändern wird, ist, dass diese Neckknives alle weg sind. Diese kleinen Messer sind auch alle weg. Und was schon immer so ein bisschen der Fall war, dass diese Messer ganz regelmäßig aus der Rotation rausfliegen.
Also auch mal weg. Und dann durch das Victorinox Spartan, mein altes, ersetzt werden. Ja, diese zwei lasse ich jetzt hier mal liegen. Das wird die Richtung sein, in die es geht. Ja, das ist dann schon mal eine grobe Orientierung, wie es hier weiterlaufen soll. Die Auflösung der 3 Messer für den Rest meines Lebens folgt jetzt. Also ein Victorinox wird auf jeden Fall dabei sein. Das war für mich von Anfang an klar. Es wird nicht das Spartan sein. Ich habe mich für das Handyman entschieden. Für mich ist das hier eine der besten Tool-Zusammenstellungen, die Victorinox bietet. Und ich mag einfach die Vielseitigkeit an diesem Messer. Mir ist schon klar, dass ich normale Werkzeuge wie eine Feile, eine Zange, eine Säge, Schraubendreher und so weiter auch sonst nutzen dürfte. Aber hier ist alles auf sehr, sehr kleinem Raum und ich kann es immer mitnehmen. Für mich als Bastler und Kreativer ist das dann einfach unersetzlich und ja, das stand dann auch im Vordergrund. Ich habe hier auch noch eine zweite Klinge, das kann ja auch mal von Vorteil sein. Und was für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt war, ist hier die lebenslange Garantie. Wenn hier mal was kaputt geht oder irgendwas abbricht oder wenn es wirklich so stark abgenutzt ist, dass man es eigentlich nicht mehr gebrauchen kann, dann schickt man dieses Messer zu Victorinox und man hat eigentlich nur die Versandkosten. Das Messer wird wieder repariert und man hat quasi ein nahezu neuwertiges Messer. Das ist schon wirklich eine tolle Sache und erfüllt den Punkt für den Rest meines Lebens sozusagen komplett. Das zweite Messer ist sozusagen ein Multitool. Ja, das PST schon wirklich eine gute Sache. Gefällt mir sehr gut, reicht für mich eigentlich auch im Alltag. Aber ich habe hier halt eins da, das noch ein bisschen besser ist. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das. Es ist das Leatherman Rebar und die Punkte sind eigentlich sehr ähnlich wie hier. Es ist vielseitig, es ist sehr praktisch, es ist, ja, bietet viele Werkzeuge. Es hat auch 2 Klingen. Wir haben eine Wellenschliffklinge. Die Tools arretieren auch, das wäre mir jetzt gar nicht so wichtig, aber es ist halt mal so. Und ich habe auch eine normale Klinge. Ja, also jetzt habe ich sozusagen mit 2 Messern schon 4 Klingen und habe jede Menge Werkzeuge und das gefällt mir einfach. Und auch bei Leatherman muss man sagen, auch hier hat man eine Garantie, die ist zwar nicht lebenslang, das sind nur 25 Jahre, aber das ist auch nicht schlecht. Ja, was mir auch gefällt, ist der 420 HC Stahl. Also ich muss wirklich sagen, ich komme mit dem Stahl sehr, sehr gut klar. Ja, ist jetzt leider auch vom Zweitmarkt. Ich müsste mal schauen, wie lange das noch hält, aber auf jeden Fall sind das noch ein paar Jahre und insofern ist das schon mal eine schöne Sache. Beim dritten und letzten Messer musste ich ein wenig nachdenken. Ich bewege mich ganz überwiegend im urbanen Bereich mit gelegentlichen Outdoor-Ausflügen und für Outdoor-Aktivitäten fehlt mir noch ein feststehendes Messer. Das muss auch nicht groß sein, es muss hauptsächlich robust sein, es muss was aushalten. Und hier habe ich mich dann für das MMB Monostahl von Adrian Weyer entschieden. In diesem Fall die Variante mit dem Hexmod. Das ist ein extrem vielseitiges kleines Messer. Von Food Prep, Überschnitzen, Holzspalten und so weiter kann man damit eigentlich alles machen. Ja, ich mag auch den Stahl sehr gerne. Das wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Ich weiß noch, ich habe das Messer auf ganz, ganz vielen diversen Plattformen vorgestellt und ich habe sehr viele unreflektiert geführte Diskussionen mit diesem Stahl miterleben müssen. Das ist der 14034 Stahl, also letztlich wieder der 420 HC Stahl, wie er eben auch von Buck oder eben Leatherman verwendet wird. Für mich reicht dieser Stahl absolut aus. Ich weiß seine Vorteile zu schätzen und ja, deswegen gibt es hier für mich auch keinen negativen Punkt. Das mag jeder sehen, wie er möchte, aber wie gesagt, für mich ist das vollkommen in Ordnung. Eine Sache, die hier zu bemängeln wäre vielleicht der Griffkomfort, aber da kann man sich ja notfalls behelfen mit Handschuhen oder mit einer Wicklung. Und Adrian macht jetzt auch Griffe für dieses Messer, also insofern ist das auch kein Punkt mehr. Ja, das Metall könnte vielleicht bei Minusgraden ein bisschen unbequem werden, aber wie gesagt, es gibt hier Lösungen, es gibt Griffschalen, es gibt Paracord-Wicklungen, also da kann man sich was einfallen lassen. Und was die Garantie anbelangt, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass Adrian mir helfen würde, wenn bei diesem Messer ein Problem auftreten würde. Also insofern passt das auf diesem Weg. Auch schöne Grüße an Adrian. Ja, also das wären meine
3 Messer für den Rest meines Lebens. Ja, ich denke, damit habe ich für mich eine gute Wahl getroffen. Es ist ein schönes Thema, es ist ein fieses Thema, es ist ein gruseliges Thema und ich würde mich auf weitere Videoantworten für Nico sehr freuen. Sind wirklich schöne Videos bis jetzt geworden und insofern ist das echt eine tolle Sache. Also würde mich wirklich freuen, wenn da noch einiges an Videos kommt. Gleichzeitig bin ich auch froh, dass das jetzt hier alles nur ein Albtraum ist und vorüber ist, weil ja, sich auf 3 Messer zu reduzieren. Es ist schön, dass es eine Theorie ist. Also ich möchte es in der Praxis nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.